Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Reiserei, der Reisekanal hier auch im deutschsprachigen Raum. Und wir sind hier heute in Playa del Carmen, genauer gesagt in Corasol. Das ist eine Gated Community neben Playa del Carmen, in dieser wunderschönen Immobilie, hier mit Blick auf den Golfplatz. Und wir sitzen hier heute mit einer guten Freundin von uns, jetzt schon seit Jahren, und einer der etabliertesten Immobilienmaklerinnen hier in Playa del Carmen und Region, mit Ines von Engel und Völkers, und möchten euch heute einfach mal ein bisschen einen Einblick geben, wie ist es hier, wenn man ins Paradies auswandert, sich vielleicht interessiert, eine Immobilie für sich zu kaufen und hier vielleicht doch seinen Plan B zu finden. Da gehen wir auf einige Fragen, die uns auch immer wieder erreichen und auch Ines immer wieder erreichen von Interessenten, drauf ein und geben da mal einen genauen Einblick. Ines ist selbst ausgewandert, lebt hier in Mexiko schon seit vielen, vielen Jahren. Und später gehen wir noch mal ein bisschen genau auf die Background-Geschichte drauf ein, was denn dich hierher verschlagen hat, warum du hier dein Glück gefunden hast, wie es hier ist, zu leben und zu arbeiten im Paradies. Und vorrangig möchten wir jetzt aber ein bisschen auf ein paar Details hier von der Wohnung eingehen. Wir blenden parallel so ein paar Bilder mit ein, dass man einfach ein Gefühl bekommt, wie ist es hier eigentlich zu leben, was können die Immobilien hier in Mexiko. Viele haben vielleicht gar keine richtige Vorstellung. Ines, klär uns da mal ein bisschen auf, was findet man denn hier in dieser wunderbaren Immobilie? Also, das ist hier eines meiner Lieblingsobjekte tatsächlich, eine sehr besondere Wohnung, ein Penthouse eben in Corasol, was eine sehr exklusive oder genau gesagt die exklusivste Wohnanlage von Playa del Carmen ist. Eine gated Community mit Sicherheitsservice, mit Golfplatz, mit Beachclub, Strandzugang, schöner, natürlicher, ruhiger Umgebung, Sportplätzen, Tennis, Clubhaus, also alles, was man für das karibische Leben braucht. Und dieses Penthouse hat eine der schönsten und größten Terrassen, die es hier gibt. Die Terrasse allein hat eine Größe von 124 Quadratmeter mit einem traumhaften Ausblick auf diesen wunderschönen Golfplatz. Man ist umgeben einfach nur von Natur, von Vogelgezwitscher und merkt eigentlich gar nicht, dass man in einer Stadt lebt. Und die Wohnung ist auch sehr, sehr groß gebaut, also eins der älteren Immobilien hier. Die älteren Immobilien in Mexiko sind immer etwas großzügiger gebaut worden, große, geräumige Räume, Schlafzimmer, sehr offenes Layout. Genau, also man hat halt eben amerikanische Küche, offener Wohnbereich. Das Hauptschlafzimmer hat einen begehbaren Kleiderschrank und Badezimmer. Und zusätzlich gibt es noch 2 große, geräumige Schlafzimmer für Gäste, Kinder, für die ganze Familie. Und eben, wie gesagt, das Hauptmerkmal ist wirklich diese einzigartige Terrasse, diese Umgebung und auch der Privatpool. Sie haben hier in dieser Anlage zum Beispiel Gemeinschaftspools, wo Sie sich mit Ihren Freunden, mit Ihren Nachbarn treffen können. Aber wenn Sie dann Ihre Ruhe haben wollen und wirklich privat oder eine kleine Poolparty feiern möchten, gibt es dann hier direkt Ihren Privatpool auf der Terrasse. Und das ist schon etwas sehr Besonderes. Danke, also super, ja, für den Einblick, dass man hier einfach mal ein bisschen ins Spüren kommt, ja. Wie ist es hier im Paradies in Mexiko? Manche haben ja da wirklich noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Wir haben hier wirklich traumhafte Immobilien. Viel, viel mehr findet ihr natürlich direkt bei Ines dann im Portfolio. Also die Kontaktdaten von Ines sind auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung eben verlinkt. Sie ist halt eine deutschsprachige Maklerin, was hier dann doch ein bisschen rar auch ist und was für viele Deutsche dann eben auch wichtig ist, da von der Kommunikation her einfach für Sicherheitsgefühl eben auch. Jetzt stellt sich natürlich für viele die Frage, Playa del Carmen. Was macht hier Playa del Carmen jetzt eigentlich für Kaufinteressenten, so für Immobilienkäufer jetzt wirklich interessant, insbesondere auch eben für Ausländer? Was ist da so deine Meinung dazu? Und ja, du kommst ja doch immer mit sehr, sehr vielen Interessenten international zusammen. Also Playa del Carmen gehört mit zu den schnell wachsendsten Städten der Welt, auch zu den internationalsten Städten der Welt. Playa del Carmen ist tatsächlich erst vor circa 30 Jahren tatsächlich von Europäern gegründet worden, von Deutschen und von Italienern. Und in den letzten 25, 30 Jahren hat sich aus diesem kleinen Fischerdorf eine wirklich großes Strandstädtchen entwickelt. Hier haben sich mittlerweile über 50 Nationalitäten niedergelassen, also wirklich aus der gesamten Welt, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Franzosen, Italiener, Schweden,
Bulgaren, Rumänen, also wirklich von überher. Natürlich Amerikaner, Kanadier sind die Hauptzielgruppe hier vor Ort, aber auch der europäische Markt wird immer größer und das ist, denke ich, ein sehr gutes Zeichen eben dafür, dass es ein wunderschöner Ort ist, weil sich hier wirklich jeder niederlässt und jeder findet hier auch so seine kleine Ecke. Es gibt ein wahnsinniges großes Angebot an Restaurants, internationalen Restaurants. Man kann jeden Tag ein anderes Gericht sozusagen essen gehen. Es gibt eine gute Infrastruktur, es ist sehr europäisch aufgebaut, man kann alles zu Fuß hier erreichen, was der große Unterschied ist von Playa del Carmen zu den anderen Städten hier in der Riviera Maya zum Beispiel. Zum Beispiel Cancun ist im Gegensatz dazu sehr amerikanisch, ein bisschen im Stil von Miami und auch, sage ich mal, die Shoppingcenter, man braucht ein Auto, man kommt dort nicht so einfach zum Strand. Genauso in Tulum. Tulum zum Beispiel ist gerade erst am Wachsen. Tulum hat eine sehr starke Zukunft, aber es ist noch am Aufbau und in Tulum lebt man eher im Dschungel und muss dann auch zum Strand fahren und ich glaube, das Hauptmerkmal im Playa del Carmen ist, dass halt wirklich jede Straße auch runter zum Strand führt und deswegen kommen natürlich auch die meisten her. Auch ich bin hierher gekommen wegen dem Strand, wegen der Karibik, wegen dieser Schönheit und das macht eben Playa del Carmen aus, diese Internationalität, dieses einfache, entspannte Strandleben und dass man wirklich alles einfach zu Fuß erreichen kann. Genau, also das ist ja das, was Richie und mich auch begeistert hat. Deswegen sind wir seit Stand heute, wo das Video aufgenommen wird, auch wirklich seit dreieinhalb Jahren hier in Playa del Carmen. Wir wohnen ja in der großen Gated Community Playa Car. Dazu gibt es auch einige Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir können mal hier kurz eben die Playlist einblenden für jemanden, der sich für die Region interessiert. Wir haben einige Drohnenaufnahmen. Da sieht man auch noch mal ganz schön die verschiedenen Bereiche von Playa del Carmen eben auch, um einfach mal ein bisschen Eindruck zu gewinnen. Und das merken wir persönlich eben auch. Ja, jeder findet hier auch so seinen Anschluss, dadurch, dass es so international ist. Es macht es natürlich auch einfacher für Ausländer, ob das jetzt Deutsche sind oder andere Nationalitäten, hierher zu kommen, weil ja die Infrastruktur sehr gut ist. Für den Tourismus eben auch ausgebaut. Und dann macht es natürlich im Alltag auch wesentlich einfacher. Wir haben jetzt kurz gesprochen, die Vorteile hier von dieser Wohnung. Die Wohnung hier ist ja auch Teil eines Kondominiums. Das heißt, es gibt mehrere Einheiten hier und es gibt gewisse Gemeinschaftsbereiche. Was jetzt wir merken, ist, dass es ziemlich gefragt ist und ja auch einen ziemlichen Vorteil bietet, weil man sich nicht um alles selber kümmern muss, sondern hier so alles nutzen kann. Im Gegenzug natürlich zu einem Haus, wo man dann seinen eigenen Gärtner hat und seinen eigenen Poolboy und wie auch immer. Deswegen auch mal ganz kurz die Frage, welche Arten von Immobilien sind denn bei internationalen Käufern eigentlich so besonders gefragt? Ist es dann doch mehr irgendwie so dieses Thema mit Kondominium und Häuser weniger, weil ja auch mehr in der Richtung auch gebaut wird? Es geht tatsächlich sehr auseinander, die Ansprüche oder Wünsche. Viele Ausländer, Deutsche, Amerikaner suchen natürlich erstmal zum Anfang eher vielleicht eine kleinere Wohnung, aber im touristischen Teil, möglichst nah am Strand. Meerblick ist natürlich immer am beliebtesten, wird allerdings auch immer knapper und dadurch auch etwas teurer. Aber hauptsächlich sind es schon eher so als Zweitwohnung Wohnungen, die man auch teilweise vermieten kann. Also das ist hier zum Beispiel auch, der Markt hier ist perfekt dafür ausgebaut. Man kann im Winter herkommen, sozusagen der Kälte entfliehen und in der Zeit, wo man dann nicht hier selbst vor Ort ist, kann man die Wohnungen sehr gut vermieten. Aber die Wünsche gehen tatsächlich sehr stark auseinander. Also hauptsächlich tatsächlich eben Wohnungen mit vielen Gemeinschaftsbereichen, einfach da das auch zum Vermieten einfacher wird. Also je mehr man anbietet an Pool, Fitnessraum, Spa. Es gibt mittlerweile Kondominiums, die bieten Kinoräume an, Yoga. Bereiche und es wird auch immer verrückter heutzutage, also die Bauträger werden auch immer kreativer. Ja. Dann im Gegensatz dazu allerdings werden auch viele Einfamilienhäuser angefragt für Leute, die halt wirklich Privatsphäre suchen und halt wirklich eher privat sein möchten, aber auch da hat man immer diese Gemeinschaftsbereiche, also viele Einfamilienhäuser befinden sich in so einen Communities, in so einen Wohnanlagen, wo man trotz allem zum eigenen Privatpool auch immer einen Gemeinschaftspool hat, so eine Barbecue-Ecke, wo sie dann mit ihren Freunden und Nachbarn sich mal treffen können. Und was mittlerweile auch sehr beliebt ist tatsächlich, sind Häuser, sehr ökologische Häuser im Dschungel, die sozusagen autark betrieben werden können. Also da kann man sich seinen kleinen Wasserbrunnen einbauen, Solarzellen und halt wirklich ganz, ganz autark leben und natürlich dadurch dann auch mit ganz geringen monatlichen Kosten. Dieser Trend, merken wir, wird auch immer stärker.
Ja, ist spannend. Also es ist wirklich, lässt so keine Wünsche offen. Deswegen spricht es natürlich auch so viele verschiedene internationale Interessentengruppen an, weil jeder hat auch so ein bisschen anderen Anspruch. Es ist natürlich so, dass wir als Deutsche einen gewissen Anspruch haben, eine gewisse Bauqualität auch gewöhnt sind in Deutschland. Ja, das kommt immer darauf an, wo man eben herkommt. Aber ich glaube, genau da ist es vielleicht wichtig, einen deutschen Ansprechpartner wie die Ines zum Beispiel zu haben, eben jetzt hier auch von Engel und Völkers, was ja doch auch für Anspruch eben gilt, dass man einfach weiß, okay, was ich als Deutscher, was erwarte ich, was kommt für mich vielleicht auch gar nicht in Frage und auf welche Dinge kann die Ines dann vielleicht auch einfach hinweisen. Ist es auch wirklich das, wo so mein Eindruck, den ich jetzt habe, dass auch die Interessenten deswegen auch zu dir kommen, gerade auch Deutschsprachige, weil sie sich da ein bisschen mehr verstanden fühlen? Ja, eindeutig. Also hier gehen die kulturellen Unterschiede sehr stark auseinander. Das merke ich auch unter meinen Kollegen. Wir sind ein sehr internationales Team. Bei uns bei Engel und Völkers sprechen wir über 11 Sprachen. Verschiedene Nationalitäten als Makler und man merkt schon, dass wir Deutschen da doch immer noch sehr spezielle Wünsche haben und Ansprüche. Ich merke allerdings auch, dass es halt wirklich inzwischen jeder Kultur sehr starke Unterschiede gibt an dem, was man sich wünscht, welche Ansprüche man hat und natürlich auch allein schon wegen der Sprache. Alles findet hier auf Spanisch statt, also auch Verträge, der ganze Ablauf, die ganzen Anwaltsnotar, Sachen werden natürlich auf Spanisch geregelt. Allerdings braucht man dann schon jemand, der einem das dann wirklich genau übersetzen kann, sodass sie dann halt auch wirklich auf der sicheren Seite sind. Und dafür sind wir halt da und wir bieten natürlich auch als Engel und Völkers denselben Service, wie auch sie es zu Hause gewöhnt sind und geben uns hier die beste Mühe, sie dann auch hier glücklich zu machen. Ja, es ist gut, dass du das gerade ansprichst, weil es ist so ein nächster Bereich, auf den ich ein bisschen eingehen wollte. Hier kommen ja jeden Tag neue Immobilienmakler, die hier arbeiten wollen und sich, ja, sag ich mal, auf die Interessenten stürzen und auf die Eigentümer stürzen, wenn jemand was zum Verkaufen hat und jeder denkt, er kann hier Makler sein, wenn ich das so, hier so sagen darf. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, schwarze Schafe, gerade wenn es dann um die Unterlagenbeschaffung geht, wirklich Themen auch Notar und so weiter, dass man da jemand hat, der einfach professionell arbeitet, weil ich glaube, das ist hier noch ein bisschen Wilder Westen. Ein bisschen, ja. Wir sagen auch immer, der Immobilienmarkt hier in Mexiko ist so ein kleiner Zoo. Es gibt hier sehr viele Immobilienmakler, allerdings nur wenig qualifizierte und auch wenig lizenzierte. Also auch hier, zumindest hier in Mexiko, um Immobilienmakler zu sein, braucht man eine Lizenz. Und das empfehle ich auch immer, ganz stark darauf zu achten, egal mit wem Sie arbeiten, wirklich sich die Lizenz zeigen zu lassen. Sagen wir, von 10.000 Immobilienmaklern haben vielleicht 300 eine Lizenz. Das ist, denke ich, ein großes Zeichen. Einfach, dass sie auf der sicheren Seite sind. Es gibt viele Vorgaben von der Regierung, viele Sachen, auf die man hier achten muss, gerade auch als Ausländer beim Immobilienkauf. Und damit man da halt auch wirklich gut beraten ist und hinterher keine Probleme bekommt, ist es immer empfehlenswert, sich da wirklich richtig abzusichern. Ganz wichtig, immer mit Notarenart zu arbeiten. Alle Verkäufe hier müssen notariell beglaubigt und auch sozusagen im Grundbuch eingetragen werden. Das ist das öffentliche Register. Und da gibt es leider auch immer wieder Fälle, wo halt Verträge unterschrieben werden, aber das nie im öffentlichen Register zum Beispiel eingeschrieben wird. Und damit ist man dann auch nicht der Besitzer. Und um all diese ganzen Details eben zu vermeiden, ist es immer besser, sich wirklich an einen lizenzierten, qualifizierten Makler zu wenden oder eben dann direkt an uns, weil wir da wirklich sehr, sehr stark darauf achten, dass alles gerecht und legal korrekt abläuft. Also ich bin ja soweit informiert, dass ihr bei Engel und Völkers, eben auch du, regelmäßig Schulungen habt, Weiterbildungen habt, einfach Dinge, die sich im Recht, im Immobilienrecht hier einfach auch ändern, dass ihr da auf dem Laufenden seid. Und ich glaube, das sind Dinge, wo viele Makler hier oder die sich Makler schimpfen, ja, einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, gar nicht, dass das vielleicht dann einfach auch, ja, woher auch. Und das ist, glaube ich, auch was euch besonders ausmacht, ja? Genau, also wie auch hier in Mexiko, genau, um seine Lizenz zu erhalten, muss man jährlich 30 Stunden Weiterbildung machen. Das auch nachweisen und das ist auch wirklich wichtig, weil sich hier natürlich auch mit der Zeit, mit den Jahren die Gesetze ändern, gewisse Regelungen sich ändern, auch die Regierung selbst mehr auf den Naturschutz achtet, dadurch werden einfach mehr Anforderungen auch von den Bauträgern verlangt. Und wenn man zum Beispiel eine Immobilie kauft und gewisse Dokumente nicht vorliegen, kann man halt das Problem haben, dass es beim
Es kann verkauft werden, aber es wird hinterher nicht im öffentlichen Register eingetragen und damit ist man, wie gesagt, dann nicht der Besitzer. Und da gibt es leider viele Fälle, die eben auch schon mal in die falsche Richtung gelaufen sind oder wo Kunden halt auch tatsächlich einfach betrogen worden sind. Also man muss sich halt definitiv absichern, dass das alles korrekt abläuft. Man muss sich dafür informieren und deswegen immer das Allerwichtigste, nur mit Makler, mit Notar, um wirklich auf der sicheren Seite zu stehen. Ja, also wir wollen auch niemand Angst machen, glaube ich, gell? Aber es ist eben wichtig und da eben wichtig, einen passenden Ansprechpartner zu haben, weil dann macht es auch richtig Spaß, hier zu investieren, dann macht es auch Spaß, hier zu leben, entweder zu vermieten oder halt eben zum Selbstbezug, sich hier eine Immobilie zu kaufen. Deswegen, wenn man halt einen richtigen Ansprechpartner hat und wirklich weiß, die Unterlagen passen, da wird auch immer alles nochmal vom Bauträger überprüft, gerade wenn vom alles Bauträger... Ja. Genau. Wir überprüfen genau die ganzen Dokumente, dass die Baulizenzen vorliegen, dass alle Ansprüche oder sozusagen Dokumente, die gebraucht werden, allein schon von der Regierung auch wirklich vorhanden sind, dass keine Schulden auf der Immobilie sind, dass eben wirklich alles frei ist zum Verkauf, was dann eben auch von dem Notar bestätigt wird. Das ist zum Beispiel der große Vorteil hier in Mexiko, sobald es einen legalen Defekt gibt oder ein Problem oder auch Schulden auf der Immobilie, kann sie nicht verkauft werden, sondern das muss alles entweder im Kaufprozess erledigt werden, behoben werden oder eben die Immobilie kann offiziell nicht verkauft werden, sodass man hinterher auch keine Probleme hat. Und das kann aber allerdings nur immer ein Notar und eben ein guter Makler wirklich bestätigen. Jetzt haben wir viel über so rechtliche Dinge auch gesprochen, was ja auch wirklich wichtig ist, wo man natürlich in Deutschland vielleicht auch durch unsere Gesetzeslage einfach auch ein bisschen verwöhnt ist und wo man drauf aufpassen muss. Thema Preise, ja, um das Kind mal beim Namen zu nennen, einfach für die Zuschauer, dass die mal so ein bisschen einen kleinen Einblick haben. So ein bisschen Preisspannen, gerade jetzt von den unterschiedlichen Immobilientypen, aber halt eben auch von der Region oder der Lage. Da gibt es ja doch viele Unterschiede, wo die Immobilie ist und natürlich ganz klar, was die Immobilie selber dann eben auch ausmacht, ob es eine Wohnung ist oder ein Haus. Kannst du da mal so ein paar Eckdaten einfach nennen, dass man so ein bisschen Gespür dafür bekommt? Also unser Angebot hier ist tatsächlich extrem vielfältig. Ich würde sagen, für jedes Budget und für jeden Geschmack gibt es auch etwas. Es hängt natürlich von den eigenen Ansprüchen ab und auch, was man eigentlich mit der Immobilie tatsächlich dann hinterher machen möchte. Beliebteste Lage ist natürlich immer am Strand mit Meerblick. Das ist dann aber auch die teuerste, weil es hier wirklich sehr wenig Strandlage überhaupt noch gibt. Das heißt, sage ich mal, alles, was am Strand ist, mit Meerblick ab 1 Million US-Dollar aufwärts. Und nach oben sind auch keine Grenzen gesetzt. Da hängt es dann eben natürlich von der Qualität ab, von der Lage. Die Lage ist hier immer ganz entscheidend. Lage, Lage, Lage. Das ist im Immobilienmarkt überall so und hier halt nochmal ganz speziell. Also Beachfront ab 1 Million, drunter braucht man gar nicht erst zu suchen. Sind es dann Häuser oder auch einfach nur eine 2-, 3, also 2-, 3 Zimmerwohnung? Tatsächlich mittlerweile auch eher Wohnungen. Also es gibt tatsächlich sehr wenig Strandland. Also es gibt sehr wenig verfügbares freies Land hier in Strandnähe, da 90% der kompletten Riviera Maya durch die großen All-Inclusive-Hotels bebaut sind. Die wenigen Strandstücke, die es noch gibt, wurden hauptsächlich früher mit Immobilien, mit Einfamilienhäusern gebaut. Mittlerweile, da aber einfach der Platz geringer wird, werden auch momentan sehr viele neue Kondos errichtet und allerdings ja auch. Also für so 2, 3 Bettzimmer mit Meerblick am Strand ab 1 Million, um etwa 1 Million aufwärts. Einfamilienhäuser zum Beispiel, das sind wirklich auch so eher so alte mexikanische Haciendas, die früher sozusagen vor 20, 25 Jahren gebaut wurden. Wirklich Paläste. So ab 2, 3 Millionen Dollar aufwärts. Direkt allerdings Strandlage, Privatstrand, natürlich, das ist die Creme de la Creme. Es gibt allerdings wirklich für jeden Geschmack alles. Ich sag mal so, eine normale Zweizimmerwohnung in Playa del Carmen gibt es schon so für gute 200.000, 250.000, auch schon im Zentrum, im Stadtzentrum, also alles fußläufig zum Strand. Es gibt allerdings auch, sage ich mal, Gebiete, die ein bisschen weiter weg vom Strand sind, die aber auch sehr schön sind, sehr schöne Familienwohngegenden. In sozusagen eher dem lokalen Teil, also man muss ja auch stark unterscheiden, ist man im touristischen Teil der Stadt oder ist man eher so in dem mexikanischen Teil der Stadt. Da findet man auch schon schöne Zweizimmerwohnungen für 100.000, 150.000 Dollar. Wir rechnen hier jetzt immer in Dollars, macht es einfacher.
mit der Umrechnung in Euro. Ansonsten wird hier aber hauptsächlich in Pesos verkauft. Aber schon so, ich sag mal so, ab 150.000 kann man hier schon was finden. Entweder ein kleines Studio direkt im Stadtzentrum, was perfekt ist für die Ferienvermietung, oder eben, wenn man langfristig vermieten möchte oder es selber benutzen möchte mit der eigenen Familie, dann kann man, wie gesagt, etwas weiter weg vom Strand, aber auch nicht weit. Das sind dann vielleicht 10 Minuten Fahrt mit dem Auto. Also wir jammern hier auf sehr hohem Niveau. Da bekommt man, wie gesagt, auch schon schöne große Wohnungen für so ab 150.000, 200.000 Dollar. Ja. Also das ist wirklich so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit Spanien, wo ja dann wirklich, wenn es heißt, ja jetzt nicht direkt am Strand und so, sondern ein bisschen außerhalb, da fährt man doch gerne mal eine halbe Stunde oder so, ja, und dann noch einen Berg rauf. Hier unterteilt ja Playa del Carmen so ein bisschen der Highway auch. Genau. Auch so ein bisschen dieses Touristische zu diesem ein bisschen, was heißt einheimisch, ne? Aber wo es dann einfach ein bisschen günstiger dann einfach auch wird. Und selbst da kannst du mit dem Fahrrad wunderbar noch an den Strand fahren. Manche Leute laufen das sogar. Man kann auch laufen. Dann wäre es vielleicht eine halbe Stunde zu Fuß, 10 Minuten mit dem Auto und das ist so ziemlich das Weiteste. Ja, also wenn wir hier vom Zentrum sprechen, kann es dann auch mal sein, dass es wirklich die Dimensionen hat wie ein riesen Resort irgendwo auf der Welt, wo man einfach nur von seinem Hotelzimmer, ja, also es ist wirklich, wenn man hier im Zentrum lebt, hat man wirklich alles fußläufig und innerhalb von wenigen Minuten. Genau, ja. Absolut. Jetzt überhalb vom Highway, weil wir es jetzt gerade angesprochen haben, und zwar, du hast gesagt, da kann es dann auch mal ein bisschen günstiger sein, auch günstiger eine 1-2-Zimmer-Wohnung auch mal kriegen. Da sind aber ja auch viele Einfamilienhäuser auch, die auch in so kleinen Gated Communities sind, gerade das Thema Sicherheitsgefühl eben auch für viele und wo man dann aber auch günstig ein Haus auch kriegen kann, oder? Genau, also da auch. Das hängt natürlich immer von der Community ab, von der Lage, von dem Haus selbst, aber auch schon so ab 250.000, 300.000 bekommt man sein eigenes Einfamilienhaus mit Privatpool, trotzdem Gemeinschaftsbereichen, Sicherheitsservice. Diese Gated Communities sind hier sehr beliebt für Familien natürlich, weil Kinder können da frei spielen, so wie wir früher auf der Straße innerhalb der Community. Es gibt Spielplätze, es gibt Plätze, wo die Sport treiben können, um da sozusagen mit ihren Freunden dann ihre Freizeit zu genießen und genau. Ja. Also Sicherheitsgefühl ist natürlich in den Gated Communities total da, aber auch außerhalb ist es, man hört ja immer viel in den Medien, wir kriegen auch viele Fragen gestellt, du wahrscheinlich auch, aber gerade jetzt für uns deutsche Interessenten ist ja dann doch das Thema Sicherheit hier eigentlich nicht so, wie man es im ersten Moment vermutet, oder? Nee, wie wir ja alle wissen, Mexiko hat einen sehr schlechten Ruf. Die Realität ist tatsächlich eine ganz andere. Ich selbst lebe hier zum Beispiel seit 12 Jahren. Ich hatte nie auch nur irgendeine schlechte Erfahrung, habe mich auch nie unsicher gefühlt und auch als Frau eben. Auch als Frau und also das, was in den Nachrichten so gezeigt wird, stimmt so in der Realität nicht. Wird gerne mal alles ein bisschen mehr dramatisiert oder dann doch ein bisschen verdreht. Also den Eindruck hat man halt einfach eben auch. Also du würdest sagen, für Familien kommt es total in Frage, oder? Dass man wirklich sagt, entweder überhalb vom Highway ein günstiges, schönes Häuschen oder natürlich, wenn es das Budget zulässt, irgendwas am Strand und in keinerlei irgendwelche Einschränkungen mit der Familie für Kinder oder sonstiges wegen dem Thema Sicherheitsgefühl. Nein, absolut nicht. Also die Gegend hier, gerade auch eben speziell die Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, wird stark bewacht, auch vom Staat selbst, weil hier eben die meisten Ausländer auch leben und sie auch wirklich darauf achten, dass der Sicherheitsaspekt hier sehr hoch gehalten wird, sehr, sehr stark. Ja. Finde ich halt auch wichtig, dass wir da kurz drauf eingehen, weil das ist das, was uns einfach auch oft erreicht, die Frage Thema Sicherheit. Wir fühlen uns da eben, wir sind jetzt hier auch schon seit 3,5 Jahren hier und fühlen uns auch sehr sicher. Wir leben zwar auch in einer Gated Community, nennt sich Playa Car, riesengroß, umgeben eben von dem Hardrock-Golfplatz, aber letztendlich ist das nicht die Entscheidung der Sicherheit gewesen, sondern weil wir mit einem kleinen Hund da sind und weil wir es halt gerne grün haben und ein bisschen ruhiger. Aber es gibt ja eben auch diese Bereiche Playa Car und dann eben hier, wo wir hier sind, mit dieser Immobilie, wo wir hier dieses Interview führen, Corazol.
Genau, also hier auch zum Beispiel diese Anlage oder auf die Playa Car, die größeren exklusiven Gated Communities, die haben teilweise sogar 3 Sicherheitskontrollen. Es gibt eine allgemeine für draußen, dann hat jedes Gebäude nochmal eine eigene Sicherheitskontrolle, sodass man wirklich ganz genau weiß, wer reinkommt, wer rauskommt und damit ist wirklich Sicherheit geboten. Allerdings auch außerhalb dieser Gated Communities, also auch die ganzen Wohnhäuser im Zentrum, die meisten, die modernen Wohnhäuser haben alle auch einen Sicherheitsmann, der da sitzt, den man auch gleich als Handwerker benutzen kann. Es ist immer jemand vor Ort, der wirklich darauf achtet, dass eben niemand ins Haus reinkommt oder eben auch ein bisschen auf der Straße guckt, gerade auch nachts. Aber wie gesagt, also ich in 12 Jahren hatte nie auch nur irgendein schlechtes Erlebnis. Und auch gerade was mir hier auffällt, es gibt hier nicht so diese Kleinkriminalität, so wie ich das aus anderen Ländern kenne. Also es werden nicht die Autos aufgebrochen, hier wird nicht aus der Handtasche geklaut. So wie wir das teilweise ja aus Spanien oder eben anderen Ländern kenne ich das schon, da wurde mir täglich das Auto aufgebrochen. Und also man kann wirklich sagen, ich sage immer, man muss mit Menschenverstand durch die Stadt laufen, wie überall auch. Betrunkenen Menschen aus dem Weg gehen, aber sobald man mit ein bisschen Menschenverstand durchs Leben läuft, kann hier einem nichts passieren. Genau. Solange man auch nett ist. In Mexiko gilt immer, die größte Regel ist, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Sind Sie nett zu den Mexikanern, tun die alles für Sie, super herzliches Volk, die helfen bei allem. Sind Sie der arrogante Ausländer, die halt ein bisschen sozusagen von oben herab behandelt, dann ist das Verhalten der Mexikaner natürlich auch ein anderes. Ja. Und das ist ganz wichtig. Das hast du schön gesagt, weil das ist auch das, was wir hier im täglichen Leben erleben. Wahnsinnig herzlich, die Mexikaner, und auch immer sehr, sehr hilfsbereit, sehr gastfreundlich. Also und besonders uns Deutschen gegenüber. Also das mag vielleicht kaum jemand glauben, aber wir Deutschen sind hier wahnsinnig beliebt in Mexiko. Sie lieben uns einfach. Und deswegen, sobald die Mexikaner hören, man kommt aus Deutschland, ändert sich auch tatsächlich gleich ihr ganzes Verhalten, sind super freundlich, super süß, super lieb und helfen bei allem, was es nur geht. Ja, das ist das, was wir eben auch erleben, dass man hier sich gleich wie zu Hause fühlt und deswegen sind auch immer mehr deutschsprachige Interessenten, die hier einfach so ihr zweites Zuhause suchen, Plan B, wie man es halt braucht oder möchte oder halt vielleicht komplett eben auch auswandern, treffen wir auch eben immer mehr, weil man sich hier einfach auch gleich wie zu Hause fühlt und ich finde, das ist wahrscheinlich auch wichtig, auch wenn es nur ein Winterdomizil ist, dass man sich hier irgendwie ein bisschen wohlfühlt und ein bisschen angekommen fühlt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz weiter, und zwar dieses Thema Mietrecht. Ja, also wir kennen das ja, jetzt kommt einer, der will zum Selbstbezug eine Immobilie kaufen und in Deutschland haben wir ja ein sehr, sehr starkes Mietrecht. Da müsste man dann irgendeine Eigenbedarfskündigung machen oder einen Aufhebungsvertrag eben mit dem Mieter, der gerade in der Wohnung sitzt, wenn man selber rein möchte. Wie ist es dann hier? Weil es sind ja oft auch die Immobilien vermietet, vielleicht auch nicht unbedingt zur Ferienvermietung, sondern da ist ein Mieter für länger drin und man möchte jetzt hier eine Immobilie aber für sich selber kaufen. Wie handhabt man das jetzt mit dem Mieter? Kann man sich dann auch sicher sein, dass man da auch dann selber rein kann? Ja, da gibt es hier absolut gar keine Bedenken. Das Mietrecht ist hier nicht stark ausgebaut in Mexiko. Man kann sich sicher sein, sobald man eine Wohnung kauft, bis zum Übergabetermin ist der Mieter auch raus. Oder aber man verhandelt mit ihm und man möchte ihn drin behalten und kauft sozusagen die Wohnung inklusive Mieter. Aber da gibt es hier wirklich gar keine gesetzlichen Regelungen und das ist hier eigentlich auch nie ein Thema. Also sobald jemand eine vermietete Wohnung kauft, ist der Mieter bis zum Einzug raus. Ja, und da ist aber, genau, bis alles abwickelt ist, das ganze Behördliche. Und da letztendlich seid ihr ja da aber auch dafür da. Und da steht ihr auch als Engel und Völkers dafür und du eben auch als Ansprechpartner für die deutschen Kaufinteressenten, dass ihr euch da kümmert, auch mit vielleicht eine Vereinbarung treffen mit dem Mieter, aber dass letztendlich der Käufer sich sicher sein kann, ich kann dann auch in mein Traumdomizil dann hier im Paradies einziehen. Absolut. Der Kaufprozess selbst dauert zum Beispiel so circa 1 bis 2 Monate, bis wirklich vom Angebot bis zur Wohnungsübergabe aufgrund der ganzen Prozesse, die man hier erst machen muss. Und in dieser Zeit ist der Mieter immer raus. Also normalerweise in 2 Wochen bis zu einem Monat, das ist so die Standardzeit. Aber alles ist hier verhandelbar und der Vorteil ist, dass vieles hier tatsächlich ferienvermietet ist. Da kann man das dann also auch wirklich zeitlich regeln und halt sich auch untereinander hier alles absprechen, ab wann die Übergabe gemacht wird, wann ist der Mieter raus und das ist hier also alles sehr flexibel.
Ich habe jetzt noch 3 Fragen hier zum Thema Investment, Immobilien als Investment. Ja, also was macht jetzt Immobilien in Playa del Carmen zu einer guten Investition, Thema Renditen? Was kann man hier so erwarten, an Renditen? Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, aber wenn jetzt einer sagt, er möchte wirklich investieren und möchte vermieten, mit was kann er so rechnen von den Renditen her? Da sage ich jetzt tatsächlich keine Nummern, weil das sehr stark von den Immobilien selbst abhängt und natürlich auch vom Anschaffungswert. Allerdings Playa del Carmen ist immer ein guter Grund zu investieren, weil, wie vorhin schon erwähnt, es ist eine der schnell wachsendsten Städte der Welt. Auch immer noch und auch besonders seit der Pandemie ist Playa del Carmen nochmal explodiert und hat sich, glaube ich, verdoppelt. Es hört hier einfach nie auf. Ich lebe hier seit 12 Jahren und die Stadt wächst und wächst und wächst und es hört nicht auf, aber alles auch kontrolliert und in einer schönen Art und Weise. Und so kann man sich wirklich sicher sein, dass es einfach immer ein Angebot sein wird für Tourismus. Es ist das Haupttourismusgebiet, also zum Beispiel die Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen. Cancún, der Flughafen, gehört zu den 10 stärksten der Welt, zu den 10 größten Flughäfen der Welt, fliegt die ganze Welt an. Durch diese einfache Erreichbarkeit hat man halt auch einen großen Markt, den man bedienen kann. Also hier zum Beispiel ist es nicht nur wie in anderen Ländern die Wintersaison, die man sozusagen nutzen kann für die Ferienvermietung oder auch für andere Vermietungen, sondern es ist wirklich ganzjähriger Tourismus, weil auch verschiedene Bereiche angeboten oder angesprochen werden. Also im Winter sind es natürlich hauptsächlich wir Europäer, Deutschen, Amerikaner, Kanadier, die halt der Kälte und dem Winter entfliehen. Im Sommer allerdings sind es tatsächlich sehr viele Mexikaner aus dem Rest des Landes. Mexico City hat auch nicht dieses tropische Feeling, die freuen sich auch immer mal am Strand zu sein. Oder halt auch viele Lateinamerikaner, viele Argentinier, Peruaner, Chilenen. Aus der ganzen Welt kommen sie nach Mexiko und eben hauptsächlich hier in die Riviera Maya. Das ist das größte Tourismusgebiet des ganzen Landes. Es gibt einfach keine Nebensaison so richtig und dadurch ist halt wirklich der Vermietungsmarkt sehr, sehr stark. Und dann auch, es hängt halt wirklich von der Immobilie ab. Man kann hier sehr viel Geld mit einem kleinen Haus im Dschungel machen, weil das eben so ein besonderes Erlebnis ist. So eine kleine Dschungelhütte zum Beispiel, eben autark. Ist meist vom Anschaffungspreis etwas günstiger, kann man aber sehr, sehr gut vermieten, sehr teuer vermieten. Immobilien am Wasser mit Meerblick haben natürlich immer die höchste Rendite, weil das wird auch immer als erstes gemietet oder auch wieder gekauft. Und das kann man also wirklich nicht so verallgemeinern, aber es ist hier wirklich ein sehr hohes Potenzial da und das wird auch weiterhin wachsen. Die Regierung selbst zum Beispiel packt sehr viel oder investiert sehr viel hier in diese Gegend, speziell auch Tulum und eben Playa del Carmen. Wir haben ja gerade erst, der Maya-Zug wurde errichtet, da hat auch die Deutsche Bahn mit dran gebaut und es gibt sozusagen neue Transportmöglichkeiten, neue Touristenattraktionen. Also hier wird wirklich ständig an dem ganzen Gebiet gearbeitet und auch von der Regierung investiert, dass es halt auch wirklich immer schöner, immer interessanter wird. Und es gibt hier auch immer wieder neue Sachen. Die Sache ist auch, eine der Hauptpunkte, warum Playa del Carmen oder die Riviera Maya so interessant ist auch die Vielfältigkeit. Es ist hier nicht nur Strandurlaub, wie viele immer denken, sondern es gibt hier einfach alles. Wir haben natürlich die Kultur, die Pyramiden, wir haben eben natürlich mit die schönsten Strände der Welt, die Karibik ist einzigartig, wir haben diese ganzen Annehmlichkeiten wie Golfplätze, es gibt sehr viele Vergnügungsparks, wir haben dieses Höhlensystem, die Zenoten, man kann Abenteuer, Dschungelausflüge machen, man kann die verschiedenen Orte besuchen oder auch mal weiter wegfahren, zum Beispiel nach Mérida, was so die nächstgrößere Stadt ist. Und hier in Playa del Carmen, das ist glaube ich auch der Grund, warum es so schnell gewachsen ist, wir sind hier so im Herzen von Yucatan, von dieser Halbinsel. Von hier ist man in einer Stunde in Cancún, in einer Stunde in Tulum, in 4 Stunden in Mérida und kommt halt von hier aus überall gut hin, um sich wirklich diese ganze Halbinsel anzuschauen und die mexikanische Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, das ist das, was halt diese Gegend auch so erfolgreich gemacht hat, weil hier jeder einfach sein kleines Stückchen Erde findet, sein kleines Fleckchen Erde, wo er glücklich ist und jeder hier machen kann, was er möchte.
und was ihm Spaß macht. Ich finde jetzt auch echt gut, dass du angesprochen hast, dass die Regierung auch viel investiert, weil das ist ja wichtig. Wenn eine Stadt oder eine Region gerade touristisch sehr, sehr schnell wächst, braucht es halt auch Unterstützung von der Regierung, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Und das hast du nochmal richtig gut zusammengefasst, weil das ist auch das, was wir hier persönlich merken. Jedes Mal, wenn wir dann doch ein paar Monate wieder außerhalb des Landes waren und kommen wieder, es gibt wieder was Neues, es wird wieder was gemacht. Es geht immer vorwärts. Ne? Es werden keine Schritte zurück gemacht, sondern immer Schritte nach vorne. Ja. Die Regierung oder halt Mexiko selbst ist sehr daran interessiert, dass diese Gegend sich weiterentwickelt. Und eben, sie sind auch sehr an den ausländischen Investitionen interessiert. Also da braucht man sich auch zum Beispiel keine Gedanken machen oder Befürchtungen haben. Mexiko lebt von ausländischen Investoren. Und deswegen wird hier sehr stark eben darauf geachtet, dass die Infrastruktur stimmt, dass die Sicherheit stimmt und auch das ganze Unterhaltungsangebot. Also hier wird einem nicht langweilig, kann ich sagen. Und es braucht ein paar Jahre, um überhaupt die Gegend so gut wie möglich kennenzulernen. Und auch dann, es gibt, wie gesagt, wie du schon meintest, immer wieder etwas Neues. Jedes Jahr entsteht ein neuer Park, eine neue Gegend, eine neue Sehenswürdigkeit. Es wurden jetzt zum Beispiel gerade erst wieder eine neue Ausgrabungsstätte eröffnet in Bacalar, ein bisschen weiter im Süden. Es wurde jetzt erst vor 2 Wochen eine riesige neue Ausgrabungsstätte der Mayas entdeckt in Chetumal oder in Campeche. Also auch von dem kulturellen Aspekt. Es werden neue Sachen entdeckt und es werden neue Sachen gebaut. Also es wird einem hier nie langweilig und es geht nicht immer nur am Strand. Also zum Beispiel die meisten Leute, die sich hier niederlassen, man schafft es kaum noch an den Strand. Also wenn man einmal in der Woche... Das können wir unterschreiben. Einmal in der Woche an den Strand schafft, kann man schon glücklich sein, weil man einfach immer mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Ja, also nimmt da gerne Kontakt zu Ines auf, ja, weil ich glaube, die kann euch ganz viel über die Region auch erzählen, weil sie ja wirklich hier vor Ort ist und so lange lebt. Oder schaut mal bei uns eben bei den anderen Videos eben vorbei auf unserem YouTube-Kanal, weil da zeigen wir eben auch ganz viel, was man hier in der Region entdecken kann. Und wie die Ines sagt, es ist eben nicht nur Strand, sondern ja, wenn man es mal einmal die Woche zum Strand schafft, ist es schon viel. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte ziemlich viel jetzt aus meiner Immobilie rausholen und konzentriere mich jetzt eher mehr so auf die Ferienvermietung, ja, zum Beispiel Airbnb sind ja so Plattformen, braucht man dafür eine Lizenz? Macht man das selber oder wie funktioniert das hier eigentlich? Seit Neuestem braucht man tatsächlich eine Lizenz. Das ist eine ganz neue gesetzliche Regelung. Die ist sehr kostengünstig, also das ist jetzt kein finanzieller Aufwand, nur eben der ganze Prozess, die Bürokratie kann etwas dauern. Man kann den Prozess ganz einfach selbst machen, online beantragen und dann muss man zu dem zuständigen Amt. Oder aber, wenn man sowieso Hilfe braucht bei der Ferienvermietung, ich sag mal, Sie sind in Deutschland, die Wohnung ist hier vor Ort, man ist selbst gar nicht vor Ort, gibt es hier die ganzen Property Management Companies, sozusagen die Ferienvermittler, die sich um den ganzen Prozess kümmern. Die kümmern sich um die Lizenz, die kümmern sich um die Vermietung, die kümmern sich ums Marketing, eben bei Airbnb, Booking.com, den ganzen Plattformen. Für den Check-in, Check-out, für die Reinigung zwischen den Gästen. Die kümmern sich also wirklich um diesen kompletten Ablauf, Reparation, die schauen, dass die Wohnung instand gehalten wird und behalten natürlich einen kleinen Teil an Provision ein. Da hängt es dann immer ein bisschen ab von der Firma, aber im Schnitt sind so 20-25% vom Mieteinkommen und alles andere wird einfach auf ihr Konto überwiesen. Das heißt, sie haben keine Arbeit und können einfach dann den Gewinn sozusagen genießen. Ja, also es ist ja auch so, dass ihr da auch spezielle Firmen habt, die ihr guten Gewissens weiterempfehlen könnt, weil da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen und ja, da ist man, glaube ich, hier bei dir dann auch an der richtigen Adresse. Wir haben auf jeden Fall immer Kontakte für alles, was benötigt wird, Property Management Firmen, Anwälte, Handwerker, egal, Architekten auch, also wenn auch mal jemand auf die Idee kommt, selbst zu bauen, auch da, wir haben also wirklich gute Kontakte und auch da, ja, stimme ich dir zu, man muss immer aufpassen. Es gibt ja ein großes Angebot von allem. Auch viele Property-Management-Firmen, die einen arbeiten besser, die anderen nicht so gut. Und da achten wir drauf, dass wir dann auch immer die richtigen empfehlen. Ja. Wie ist denn das jetzt Thema Geld, genau, wenn jetzt die Miete kommt? Hat ein Immobilieneigentümer hier die Möglichkeit, ein Bankkonto in Mexiko zu eröffnen oder ist es überhaupt notwendig? Wie wird denn da die Miete normalerweise bezahlt? Es ist tatsächlich nicht notwendig. Es gibt die Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen, allerdings nur, wenn man die Residenz hier hat, sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung. Mit Steuernummer, dann ist es auch möglich, ein Bankkonto hier zu eröffnen. Es gibt einige wenige Optionen, so ein Touristenkonto zu eröffnen, wo man keine Residenz dafür braucht.
Das gibt es auch. Allerdings ist es auch nicht notwendig, weil diese ganzen Firmen sozusagen, wenn sie jemanden haben, der sich um ihre Immobilie kümmert, der kann das ganz einfach auch auf ihr deutsches Konto überweisen. Das ist auch wieder der Vorteil, wenn man jemanden hat, der sich um alles kümmert. Richtig. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Preise gesprochen, Regionen, was man hier alles so erleben kann. Aber jetzt kommt es wirklich zu dem Punkt, ja, wo jemand sagt, okay, jetzt schlage ich zu, jetzt kaufe ich. Wie ist denn das mit dem Kaufprozess und den Kosten? Dass wir da mal noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also wir haben ja das so von den Unterschieden her zu Deutschland. In Deutschland kennt man das, okay, man möchte jetzt eine Immobilie kaufen. Als nächstes einigt man sich irgendwie auf den Kaufpreis. Meistens, wenn ein Makler involviert ist, setzt er dann eben einen Kaufvertrag mit dem Notar auf. Ne? Geld wird dann bezahlt, dann Eigentumsumschreibung und so weiter. Wie ist das jetzt in Mexiko? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist eigentlich ähnlich. Das Wichtigste ist immer erstmal, wie gesagt, einen guten Makler zu finden, der Ihnen dann auch wirklich Immobilien zeigt, die in Ihrem Interesse sind. Das ist hier nämlich auch vor Ort manchmal ein Problem. Was ganz wichtig ist, darauf zu achten auch, ob es ein Makler ist, der verschiedene Immobilien anbieten kann oder ob es nur von einem bestimmten Bauträger, eine Verkaufsperson ist, weil die wird Ihnen definitiv keine anderen Objekte zeigen. Und dann der Ablauf ist eigentlich derselbe oder ähnlich. Also ich sag mal, Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden, dann wird ein Angebot gemacht. Das Schöne ist, man kann hier auch vieles noch verhandeln, also man kann immer noch mal einen kleinen Rabatt rausschlagen und dann, sage ich mal, wenn das Angebot akzeptiert wurde, dann fängt der eigentliche Prozess an. Das ist hier, und zwar läuft es ganz genau so ab. Also sagen wir so, das Angebot wurde akzeptiert. Im Regelfall bezahlt man hier eine Reservierungsgebühr von etwa $5.000, entweder direkt an den Verkäufer oder aber auch auf ein Treuhandkonto, ein Escrow-Konto. Auf ein Drittkonto sozusagen, wo das drauf verwahrt wird. Diese $5.000 sind 14 Tage auch verhandelbar, auch mal länger, 100% erstattbar. Und innerhalb dieser 14 Tage kümmert sich der Anwalt, den Sie sich entweder selbst ausgesucht haben oder den wir Ihnen natürlich empfehlen, kümmert sich um die ganze Überprüfung der legalen Dokumente. Also die checken das öffentliche Register, die gucken ganz genau nach, dass eben an der Immobilie legal alles korrekt ist, dass keine Schulden drauf sind und setzen den Kaufvertrag auf. Nach diesen 14 Tagen oder sagen wir am Tag 14 muss sich entschieden werden, kaufe ich die Immobilie oder nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch alles noch unverbindlich. Und mit der Unterschrift des Kaufvertrages gehen dann auch die $5.000 an den Verkäufer über. Oder aber, wenn Sie sich entscheiden, nein, aus welchen Gründen auch immer, Sie möchten die Immobilie jetzt doch nicht kaufen, es hat nicht geklappt mit der Finanzierung, was auch immer, dann sagen Sie einfach am 14. Tag, nein, es tut mir leid und bekommen die $5.000 zurück. Genau, und da auch ohne jeglichen Diskussion. Wir gehen jetzt mal davon aus, es hat geklappt, Sie haben den Kaufvertrag unterschrieben, ab da wird dann das Notariat eingeschaltet und ab da fängt dann eigentlich der ganze Kaufprozess an, um den Sie sich selbst gar nicht kümmern müssen. Also das machen alles die Anwälte. Hier zum Beispiel als Ausländer in unserer Gegend ist es notwendig, eine Immobilie mit einem Fideikommisso, heißt das, einem Banktrust, einem Treuhändler zu kaufen. Es gibt hier sozusagen gewisse Gesetze, 50 Meilen von der Wassergrenze oder 100 Meilen von der Landesgrenze dürfen Ausländer normalerweise keine Immobilien in Mexiko kaufen. Das ist allerdings nicht gegen ausländische Investoren gedacht, sondern hatte früher in den 70er Jahren politische Hintergründe, als eben, ich sag mal so, man versucht sich gegen seinen Nachbarn Amerika ein bisschen zu schützen. Die haben versucht früher das Militär Länder aufzukaufen, um das Staatsgebiet auszuweitern und dadurch wurde einfach nur dieses Gesetz sozusagen aufgesetzt. Und dieses Gesetz wurde halt eben aus politischen Gründen aufgesetzt und nicht, um jetzt ausländischen Investoren das Leben schwer zu machen, sondern die sind hier, wie gesagt, sehr daran interessiert, gerade hier in der Riviera Maya, ich würde sagen 90% der Wohnungsbesitzer sind Ausländer, Amerikaner, Kanadier, viele Europa und woher auch immer. Und dazu braucht man eben einen Treuhänder, das ist eine Bank. Es gibt verschiedene Banken, mit denen wird einfach ein Vertrag aufgesetzt, die verwalten die Immobilie auf dem Papier. Das heißt, die dürfen die Immobilie nicht anfassen, die dürfen sie nicht betreten, nicht verkaufen, die haben mit der Immobilie gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur rein formell auf dem Papier. Der ganze Service kostet ungefähr $500 pro Jahr
und ist 50 Jahre gültig und man kann dann automatisch alle 50 Jahre diesen Vertrag verlängern. Dieser Treuhandvertrag ist auch gleichzeitig als Erbschutz oder Erbrecht kann man das ansehen. Also es sichert sowohl die Immobilienbesitzer und halt auch Mexiko ab. Und zum Beispiel in diesem Treuhandvertrag werden auch gleich die Erben mit eingeschrieben. Das heißt, man muss später auch im Falle eines Falles gar keine Erbschaftsstreitereien hier anfangen, sondern es geht automatisch an den nächsten Berechtigten über. Es vereinfacht also den Prozess wirklich für beide Seiten. Ab dem Kaufvertrag kümmern sich dann der Anwalt oder Notar, den Sie sich ausgesucht haben, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Käufer entscheidet, mit welchem Notar er hier arbeiten möchte, einfach um auch die Sicherheit zu haben, dass eben wirklich alle Dokumente korrekt und legal sind. Und ab Unterschrift kümmert sich dann der Anwalt eben um die Besorgung des Treuhandvertrages, um die ganzen Beschaffungen der Dokumente, die für den Verkauf benötigt werden, um dann eben den Termin festzulegen vor dem Notar, das Grundbuchtitel, wie sagt man das, Grundbuchblatt, zu unterschreiben. Also auch hier in Mexiko gibt es ein Grundbuch, das öffentliche Register mit einem Grundbuchblatt. Das ist sozusagen der Titel, das Titelblatt, das heißt hier Escritura. Und da stehen dann auch Sie zusammen mit Ihrem Namen und zusammen mit der Bank drauf und auch all Ihr Berechtigten. Also Sie stehen immer im öffentlichen Register. Ich glaube, das ist auch gerade für uns Deutsche ganz wichtig. Oder eine andere Option ist auch, eine andere Möglichkeit, Immobilien hier zu kaufen, ist eine mexikanische Firma zu gründen unter dem eigenen Namen. Da gibt es auch, ist ganz einfach, wenig Anforderungen. Dann ist die mexikanische Firma sozusagen die mexikanische legale Person und die kann dann direkt unter ihrem Namen, dem Namen der Firma, die Immobilien kaufen. Also Details, was in Frage kommt, kann man dann einfach auch gezielt nochmal, wenn es dann ja genauer in Betracht kommt, dass man eine Immobilie kaufen möchte, nochmal mit dir dann auch durchsprechen. Ist ja vielleicht auch ein bisschen individuell, gerade wenn man sagt, das Thema Erben dann mit reinnehmen. Was aber vielleicht wichtig ist zu verstehen, dieser Trust, also dass quasi die Bank mit drin steht, ist ja keine Insolvenzmasse der Bank. Das heißt, wenn doch eine Bank hops geht, ja, übernimmt es dann eine andere Bank und man verliert deswegen die Immobilien nicht. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, da nochmal zu unterscheiden. Genau, nee, das hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Auch falls eine der Banken Insolvenz gehen sollte, bei denen man diesen Banktrust hat, geht es automatisch an eine andere Bank weiter. Ich sage immer, das ist eigentlich nur wie so eine Extrasteuer. $500 im Jahr für diesen Service. Allerdings, die Bank kann ihre Immobilie nicht wegnehmen, nicht anfassen, nicht verkaufen, nicht vermieten. Die Bank hat nicht mal Zutritt zu ihrer Immobilie. Also Sie sind der Besitzer und entscheiden ganz allein, was damit passiert. Da haben wir eigentlich jetzt auch noch gleich diese nächste Frage auch schon geklärt, die jetzt gekommen wäre. Aber ganz kurz nochmal zu dem Thema Kosten. Einmalige und laufende Kosten jetzt im Kaufprozess, dass man dann noch mal kurz drauf eingehen. Zum einen eben Kaufprozess, was für Kosten plus minus, ist es prozentual, mit was muss man rechnen? Und dann, jetzt ist man Eigentümer, wie schaut es mit den laufenden Kosten aus, mit was kann man so rechnen? Die Kaufnebenkosten hängen ja tatsächlich sehr stark von der Immobilie und auch vom Immobilienpreis ab. Die Regierung hat gewisse Listensysteme, wo die alles eintragen. Je höher der Kaufpreis, umso günstiger wird der prozentuale Anteil. Sagen wir, für eine Immobilie ab 1 Million US-Dollar belaufen sich die Kaufnebenkosten auf so circa 6%, 7%. Für Immobilien ab 100, 150.000 wären es eher so 10% der Kaufnebenkosten sein. Das beinhaltet aber sämtliche Notarkosten, Anwaltskosten, den Banktrust, dieses Fideikommisso und auch die Einschreibung ins öffentliche Register. Jetzt ist es ja in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders wie hier in Mexiko, wenn man einen Makler beauftragt. Ne? Also nicht unbedingt die Immobilie von einem Makler betreut wird und so in Kontakt kommt, sondern man dich letztendlich auch beauftragt bei Engel & Völkers, unterstützt mich bei meinem Interesse hier eine Immobilie zu erwerben. Wie ist es denn mit den Kosten für euren Service? Das sind die guten Nachrichten. Wir sind quasi gratis inklusive in dem ganzen Service. Hier in Mexiko bezahlt immer der Verkäufer die Kommission. Okay, also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass auch vorab keine Beratungskosten anfallen. Also wie gesagt, einfach mal melden und sich da wirklich trauen. Genau, also gerne mit allen Fragen und Zweifeln sich bei mir melden und dann können wir da gerne oder kann ich sehr gerne beratend behilflich sein. Wie gesagt, absolut alles unverbindlich, keine Kosten, die auf einen zukommen, sondern wir werden tatsächlich bezahlt vom Verkäufer, wenn das Ganze auch erfolgreich stattgefunden hat.
Die laufenden Nebenkosten, das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt hier. Also so eine Grundsteuer, die man hier jährlich bezahlt, zum Beispiel für so ein großes Penthouse, wo wir uns gerade befinden, belaufen sich auf $500, $600 pro Jahr. Bezüglich den laufenden Kosten, also die Nebenkosten, was wir so in Deutschland kennen, wie schaut es hier aus, gerade wenn man so Pool und Gym und so hat, nehmen wir mal an, jetzt eine Wohnung mit diesen klassischen 2 Schlafzimmer, vielleicht ein bisschen kleiner wie die Wohnung hier, weil die ja letztendlich sehr, sehr groß natürlich ist, aber man hat einen Gemeinschaftspool, man hat ein Gym, also Fitnessstudio, man hat ein Security, man hat so gewisse Annehmlichkeiten. Mit was für laufenden Kosten kann man denn da monatlich rechnen? Da hängt es tatsächlich auch natürlich immer sehr stark von der Immobilie ab. Einfamilienhäuser haben meistens wenigere laufende Kosten oder sehr geringe Gebühren. Sage ich mal, falls Sie in einer Wohnanlage leben, muss man natürlich den Security bezahlen, die Poolreinigung für die Gemeinschaftspoolgärtner und dergleichen. Für Einfamilien meistens sehr, sehr gering. Bei Kondos, da eben aufgrund den ganzen Gemeinschaftsbereichen, da kann man sagen, so im Schnitt circa momentan aktuell $3 pro Quadratmeter. Das heißt, haben Sie ein kleines Studio, sage ich mal so $150 pro Monat, zusätzlich zu Strom und Wasser. Und mit diesen, es ist schon wie so eine Art Betriebskosten, sage ich mal, haben sie aber halt auch alles abgedeckt. Die Instandhaltung des Gebäudes, sozusagen der Gemeinschaftsbereiche, die Reparationen, den Security-Service, die Poolnutzung, die Poolreinigung, die Gymreinigung und je nachdem, was halt eben alles in der Immobilie angeboten wird oder in den Gemeinschaftsbereichen. Zum Beispiel hier in diesem riesigen Penthouse zahlt man so um die $600 pro Monat, hat allerdings eben auch eine riesige Poolanlage. Man hat den kompletten Bereich von Curaçao, verschiedene Security- oder Sicherheitsabschnitte. Sie haben den Golfplatz, Sie haben spezielle Preise auch natürlich als Anwohner hier, vergünstigte Rabatte, um Golf zu spielen, oder man kann sich auch so eine Mitgliedschaft holen. Sie haben kostenlosen Eintritt zu einem Beachclub, der hier nicht weit entfernt ist, auch zu der gesamten Wohnanlage gehört. Also man hat hier natürlich schon viel mehr Annehmlichkeiten mit inklusive Tennis, Fitnessraum, sodass man eigentlich ja nichts weiter braucht im Leben nebenbei. Ansonsten kommt natürlich immer wie überall auch Strom und Wasser. Wasser ist hier sehr, sehr günstig, da wir hier wirklich sehr viel Grundwasser vorhanden haben. Und Strom hängt immer von der Nutzung der Klimaanlage hier ab, wo wir Deutschen ja zum Glück nicht so anfällig für sind. Ja, genau. Was viele eben interessiert, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, und Thema Visa, wie schaut es denn aus? Gibt es da ein spezielles Investorenvisa jetzt für Immobilienkäufer? Also ganz wichtig vorab ist, glaube ich, zu wissen, dass man gar kein Visum braucht, um Immobilien zu kaufen. Also man kann sich eine Residenz ja holen, ist aber nicht verpflichtend, um eine Wohnung zu kaufen. Dazu brauchen Sie halt wirklich nur Ihren Reisepass und das nötige Kleingeld. Für das Visum, da gibt es wirklich verschiedene Anforderungen und auch verschiedene Arten von Visum. Es gibt ein Investorenvisum, tatsächlich, ja. Da hängt der Betrag der Investition von der Nationalität ab. Jede Nationalität hat einen gewissen Mindestbetrag. Da muss man sich wirklich speziell bei einem Immigrationsanwalt erkundigen oder auch direkt bei der mexikanischen Botschaft in Deutschland schon mal nachfragen. Es gibt natürlich ein Rentnervisum und auch es gibt noch verschiedene Arten an Visen. Also es gibt verschiedene Optionen und da muss man halt wirklich schauen, ob man jetzt finanziell dafür qualifiziert ist oder eben, ob man auch einen anderen Weg sucht. Genau, also da können Sie aber wahrscheinlich eben auch unterstützen. Genau. Ihr arbeitet ja da eben auch mit passenden Büros zusammen, Thema Immigration, also... Genau, also da gibt es hier sehr gute Immigrationsanwälte. Man kann vieles auch schon mal alleine von zu Hause starten, sozusagen den ganzen Prozess. Das ist auch wichtig. Also man muss auch nicht immer extra Geld ausgeben, sondern man kann mit etwas Bürokratie verbunden den ganzen Prozess auch selbst anfangen. Und wir stehen natürlich auch immer bereit mit allen Fragen, Hilfen. Und wenn Sie Kontakte brauchen, können wir dann immer gute Anwälte weiterempfehlen, die eben die ganze Sache natürlich vereinfachen und verschnellern.
Ja, es ist einfach wichtig, dass man da einen guten Ansprechpartner eben hat und sich vielleicht auch vorab ein bisschen informiert, ja, auch vorab einfach mal Kontakt aufnimmt, ja, um vielleicht dann noch ein paar restliche Fragen zu klären. Gerade das Thema Auswandern. Wir haben ja auch einen Ratgeber zum Thema Auswandern, der ultimative Ratgeber Auswandern aus Deutschland aufgesetzt und den gibt es als E-Book zu kaufen, sowie auch bei Amazon kann man es als Taschenbuch drucken lassen und sich schicken lassen. Schaut da gerne auch mal in die Videobeschreibung. Also wir von Reiserei, Richie und ich haben da so unser ganzes Wissen aus den letzten Jahren und Recherche reingepackt. Viele Vorlagen auch drin, viele Rechenbeispiele, Fallbeispiele. Also wenn euch das Thema Auswandern interessiert, ist es auf jeden Fall unverzichtbar, da wirklich mal reinzuschauen und sich dieses Buch, diesen Ratgeber von uns zu holen. Und jetzt schwenken wir ganz kurz zu dem Thema Auswandern, wenn wir jetzt schon den Ratgeber angesprochen haben. Ines, du bist ja selber hier auch her ausgewandert. Du warst ja schon viel im Tourismusbereich tätig. Wann bist du hier ausgewandert und was waren so deine Beweggründe? Mensch, Playa del Carmen hier, das ist es. Ich bin jetzt mittlerweile seit 12 Jahren in Mexiko. Es war nie geplant, das ist einfach passiert, wie bei den meisten hier. Ich war genau vorher im Tourismus tätig und habe in vielen anderen Ländern gewohnt. Und es hat aber immer etwas gefehlt. Und hier habe ich tatsächlich einfach alles gefunden. Und das ist eben auch der Grund, warum Playa del Carmen eine dieser schnell wachsendsten Städte ist. Und jeder hier so seine kleine Ecke findet, weil es einfach alles gibt. Es ist eine gute Infrastruktur. Ich sag mal so, man hat in den Supermärkten dieselben Produkte, die man auch von zu Hause kennt. Es ist alles ein sehr, sehr modernes Leben mit allen Annehmlichkeiten, die man von zu Hause braucht. Auch mit allen Produkten, allerdings eben mit diesem schönen, entspannten karibischen Lebensgefühl. Es ist schon etwas alles lockerer hier, sage ich mal, das alltägliche Leben. Menschen sind etwas freundlicher unterwegs. Man hat die Sonne, das Klima ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Sonne und Strand, das ist das Hauptausschlaggebende. Aber mich hat tatsächlich hierher verschlagen durch Zufall und seitdem konnte ich auch nie wieder dieses Land verlassen. Und so geht es vielen hier und euch ja auch. Genau, also da können wir auch aus Erfahrung sprechen. Deswegen kommen wir ja auch immer wieder und haben das ja mehr oder weniger hier als Zuhause für uns gefunden, auf jeden Fall als Plan B. Es ist ein Paradies auf Erden. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, es muss auch jeder selber erstmal die Erfahrung machen und mal herkommen. Ja, man muss das wirklich erleben. Also ich glaube, man kann das gar nicht so über Videos oder wenn wir das erzählen und immer so schwärmen und dann ist doch mal jemand von uns zu Besuch, so geht es wahrscheinlich deinen Bekannten auch, wenn die zu Besuch sind, die wissen dann genau, von was du dann eben die ganze Zeit schwärmst und sprichst. Genau. Wie waren denn dann deine ersten Erfahrungen dann hier mit dem Leben und Arbeiten hier? Ja, also es ist ja doch irgendwie ein bisschen anders, wie wenn man so das Hamsterrad zu Deutschland kennt. Ich meine, du warst natürlich touristisch vorher schon viel unterwegs, aber so Leben und Arbeiten hier in Playa del Carmen, was waren so deine ersten Erfahrungen oder wie hat es sich dann so angefühlt, dann wirklich hier auch ins Berufsleben zu starten? Berufsleben ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn man jetzt hier, sage ich mal, in Rente oder Urlaub geht. Man braucht viel Geduld in diesem Land, aber das ist halt in vielen südlichen Ländern so, wie wir ja alle wissen, mit der deutschen Pünktlichkeit haben sie es hier nicht so. Man muss schon man muss flexibler sein im Leben als zu Hause, wo alles so stark geregelt ist und man eben auch weiß, wenn der Handwerker sagt, er kommt um 8, dann ist er auch um 8 da. Das ist hier nicht so. Da muss man halt entweder einen guten Kontakt haben oder halt wirklich, man lernt hier sehr, sehr geduldig zu sein. Aber das Wichtigste ist hier wirklich einfach das schöne Wetter und die Lebensfreude und damit macht man halt auch alle anderen kleinen Dinge, die nicht so laufen wie zu Hause, wie man zu Hause gewöhnt, das macht man auch alles wieder wett. Und wirklich die Herzlichkeit der Menschen hier. Ja, das ist das, was wir hier einfach auch spüren. Was macht dir denn bei deiner Arbeit als Maklerin in Mexiko am meisten Spaß? Warum das Makeln? Warum bist du da gerne mit den Leuten zusammen? Wahrscheinlich ist es auch genau der Punkt. Natürlich das mit den Menschen, auch den Menschen zu helfen. Und ich hatte auch schon immer so ein Faible für Immobilien tatsächlich. Und hier ist es besonders interessant als Immobilienmaklerin, weil eben alles so vielfältig ist. Also man zeigt halt nicht immer dieselbe Art von Immobilie. Das kann mal ein Tag im Dschungel sein, mal ein Tag am Strand, mal einen Tag läuft man durch die Stadt. Und es ist halt wirklich immer diese Abwechslung, dass man wirklich jeden Tag etwas Neues sieht. Und selbst ich nach 12 Jahren auch immer noch neue Ecken entdecke und da bin ich dann auch immer sehr, sehr froh und glücklich drüber. Also kein Tag sieht gleich aus, aber ich denke mal, das ist bei den meisten Maklern so. Aber es ist halt wirklich einfach, dass man hier, während man seinen Beruf oder seinen Job erledigt, ja immer draußen in der schönen Natur ist und diese ganze Schönheit des Landes auch nochmal sieht und dann auch anderen Menschen zeigen kann. Und das ist eigentlich das, was diese Arbeit so schön macht. Auch die Liebe fürs Land eigentlich weiterzugeben, das ist, glaube ich, auch mein
Hauptziel, dass eben wirklich auch jeder seinen richtigen Ort hier findet, weil es eben so viele verschiedene Optionen gibt. Ja. Wir haben jetzt ja ganz, ganz viel schon drüber gesprochen, aber um es einfach nochmal zusammenzufassen, welche Vorteile hat denn der Käufer, wenn er über dich oder bei Engel und Völkers kauft? Also so ein paar Punkte haben wir schon angesprochen, aber einfach um es nochmal kurz aufzuzählen. Was macht den Unterschied? Na, das Wichtigste ist natürlich erstmal die eigene Sprache. Ich denke, gerade beim Immobilienkauf ist das ganz, ganz wichtig, um wirklich jeden Prozess und jeden Ablauf richtig zu verstehen und nicht nur so ungefähr eine Ahnung zu haben, sondern es ist ja dann schon eine langfristige Investition und da sollte man auch wirklich immer auf der sicheren Seite sein. Deswegen allein die Sprache und auch der kulturelle Aspekt. Wir Deutschen haben halt gewisse Ansprüche und Anforderungen, die in anderen Kulturen vielleicht nicht so gehandhabt werden. Und wenn man darauf Wert legt, ist es immer gut, zu uns zu kommen und halt auch einfach der Verlass darauf, dass wirklich alles gerecht und legal abläuft. Da habe auch persönlich ich ein sehr großes Interesse dran, weil ich eben weiß, dass hier leider auch ab und zu ein bisschen Betrug begangen wird und damit wirklich da jeder auf der richtigen Seite und sicheren Seite ist, liegt mir das ganz stark am Herzen. Dass eben auch wirklich das Land in vollen Zügen genossen werden kann, ohne schlechte Erlebnisse. Und dass man halt dann einfach am Ende glücklich in seiner Wohnung dann einfach sitzt oder in seinem Häuschen und einfach weiß, alles ist gut gegangen. Ja. Und sie dann eben ihre schöne karibische Traumimmobilie tatsächlich auch wirklich genießen können. Ines, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese vielen, vielen Einblicke. Ich glaube, so ausführlich gibt es im deutschsprachigen Raum noch gar kein Video zum Thema Immobilien investieren in Mexiko. Also dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben. Gerne Kommentare schreiben, falls irgendwas noch unklar ist, falls wir irgendwie nachträglich noch irgendwie was beantworten können. Dann machen wir das natürlich gerne in der Kommentarfunktion, also gerne einen Kommentar da lassen. Eventuell machen wir auch mal einen Teil 2, wenn es dann doch ganz viele Fragen werden sollten. Aber wir verlinken auf jeden Fall die Kontaktdaten, sämtliche Kontaktdaten von der Ines, von Engel und Völkers eben in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein, lasst einen Kommentar da, abonnieren nicht vergessen, ein Like da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank, Ines, an dich, dass du hier für deine Zeit und und auch danke, dass wir uns kennen und für unsere Freundschaft. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns auch bei euch und sagen Adios. Adios.